So, ich bin natürlich nicht ganz alleine. Man sieht schon ein bisschen, was Flauschiges läuft schon rum. Ja. So, pass auf. Ein Zwischenfall im Wald. Dann gehen wir mal in den Wald, wo der Zwischenfall war. Wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal dahin, zur Statue der Geo 7. Und du nervst. Guck mich nicht so entsetzt an. So. Ich bin heute irgendwie müde. Erstmal einen Schluck Kaffee. So, wo ist die Statue der 7? Ich liebe diese Welt, sag ich. Okay. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Also hier soll irgendwo eine neuen Teleportationspunkt sein und den müssen wir natürlich suchen. Der war zuvor nicht da. Ja, geht. Geht? Geht was? Was geht? Was geht? Geht nix oder geht was? So, veröffentlichen muss ich noch da drauf drücken. Das nervt mich mit dem Channel. Tschüpp. So. Denkt ihr, das ist der Weg in das neue Gebiet? Schon auffällig. Nee, bestimmt nicht. Bestimmt gar nicht. So, komm, gehen wir mal vor. Mietz, du nervst. So. Mietz, du nervst. Ja, natürlich. Nein, das kann nicht sein. Und der Seli hier ist bestimmt auch nicht neu. Gleich mal Seli stalken. Eigentlich brauche ich ja hier ganz viel Feuer. Wir brauchen Feuer. Wir gehen in ein Pflanzengebiet. Holt den Napalm raus. Was für Feuer nehmen wir denn eigentlich? Janfee? Xiangling wäre halt auch mal wieder nice. Aber ich nehme tatsächlich die gute Yoimiya mal wieder mit. Wer bist eigentlich du? Tot. Ich will Seli stalken. Ah, okay. Ich darf Seli weiter stalken. Vierblatt-Symbol. Kenntnis der Überkundung. In Sumeru ist manchmal ein Symbol, das wie eine vierblättrige Blume aussieht, zu finden. Wer das Element kontrollieren kann, kann sich mit dem Symbol zuwenden und somit seine Kraft nutzen und sich schnell zu bewegen. Okay. Wo ist es? Also das Spiel hat es mir gesagt, dass es es gibt, aber nicht wo. So, ich nehme erstmal dich mit, weil davon brauche ich ein paar. Kiste! Kiste, 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 Kiste. Kurz den einen Free Primogen mitnehmen. Mich erinnert es an andere Gebiete in anderen Welten. Mal schnell WhatsApp stimmen. Nie im Leben, Paimon. Nie im Leben. Nein.
Ich würde genauso weiterlaufen. Ich würde genauso einfach weiterlaufen. Sie hat recht. Wenn mich Paimon anquatschen würde, ich würde genauso weitergehen. Oh, sorry, ihr habt keinen In-Game-Sound. Sorry. Hier, jetzt kriegt er In-Game-Sound. Ha, habe ich vergessen, den Sound anzustellen. Aber würde mich Paimon anquatschen, ich würde genauso einfach weitergehen. So. Lass mich in Ruhe, Notfallnahrung. Hey, Magic. She might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Da erstmal. Hallo Spyro, hey Schatz und hey Magic. Na ihr? So. Ach, da oben ist es. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Aha. Aha. Okay. Wo geht's hier dann weiter? Start oder 7. Spielen noch nebenbei Rocket League. Viel Spaß dir. Upp. Wie viele Kisten werden wir wohl finden können? Ja. So. Nee, habe ich nicht, Paimon. Habe ich überhaupt nicht. Nein, auf keinen Fall. Wovon redest du? Weißkohl? So tun, als ob man nichts gesehen. Oh, nein, jetzt geht's wieder damit los. Womit? Eine Menge, endlich bekomme ich... Ach so, Kisten. Ja. So, wir sollen aber da runter. Kann ich eigentlich auf Einklang gehen? Warte mal kurz. Truppe, ich brauche mal kurz den komischen Reisenden. Ich brauche mal den mach mal auf. Reisender, wo ist er? Hier, da, du. Halt die Klappe, dich mag keiner. Kann ich auf Einklang gehen? Einklang mit der Dendrokraft. Vielleicht ist die endlich mal was Vernünftiges. Aha. Schauen wir mal. Können wir ja mal testen. Ich glaube, da ist eine Kiste. Da ist auch irgendwas anders. Ja. So viel sehe ich gerade gar nicht. Da ist auch was. Guck. Was ist das? Das sind fette Ratten. Das sind fette Ratten. There is no escape. Komm zurück, du fette Ratte. Crush. Nicht. Ach, das. Ach so, das will. Doch keine fetten Ratten. Fette Wildschweine. Okay. Wir machen erstmal ein bisschen Story. Aussichtspunkt. Kiste. Ui. Hey, du. Hä? Ich red mit dir. Uns mag keiner. More speed. Ein bisschen Story und dann machen wir weiter. Würde ich sagen. Kolai, hab ich. Ich habe beide neuen Charakter gezogen gestern. Eine Menge... Endlich? Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? Warum nicht?
Albedo wohnt im Schnee. Can we try asking her for directions again? Alright then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Paimon, wir haben... What a lovely smell. Paimon, lass mich mal reden. It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Huh? What's the matter? You don't look too good. Dieser Duft. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Ich muss hier raus. Nein, mein Bewusstsein. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Warum nicht, Paimon? Können doch einfach rumliegen und schlafen, ist doch kein Problem, oder? Geh Richtung der Stimmen. Also wenn ich Stimmen hören würde, würde ich da nicht in die Richtung gehen, dann würde ich irgendwo weg. Aber okay, ich glaube, wir sollen auf den Baum. Hallo Baum, redest du mit uns? Kriegt der Reisende wie immer auf die Fresse? Warum immer in solchen Spielen oder in sowas? Mietz. Hau ab. Jetzt, okay, wir gehen weiter zum Baum quatschen. Wir gehen 5 Schritte. Der hat Borkenkäfer, 100%ig. Die Welt mich vergessen. Okay. Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Hi, bin wach. Goodness, Traveler, you're finally awake! Mit dem Kaffee? Well, we're at... good question. Where are we? Haima was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Vergiftet. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Nervig. Nervig? Sie oder sie? Oder die Story? Whoops! Hallo Saccharose. Ach so, nee, Kolei. Okay, das gleiche. Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right. Warum schaut sie so traurig? Once I'm finished here. Nee, die Musik eher. Sorry, Master. Ohne Mist, es könnte eine zweite Saccharose sein. The guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. Und sie guckt sehr traurig. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful.
right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. Ich war gerade auch etwas verwundert, dass es ein Kerl ist. Mietz, komm schon. So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He's chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Ja. Now, answer Ich habe me nicht this. zugehört. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Hab mit einem Baum geredet. Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Warum? Ohne Mist, stell dir mal vor, ich wäre der Traveler. Can you tell us what's going on? Ich würde wirklich so sagen, ja, hab mit einem Baum geredet. Der hatte irgendwie Angst, vergessen zu werden. Keine Ahnung, hab vergessen, weil wie der Baum aussah. So. Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Warum? Further observation? Aber ich muss nach No Sumeru. need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, Nice! have a whiff of Glückwunsch! Nice! Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? Von mir aus? Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Koller bekommt man tatsächlich auch so. Ja. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. Paimon. Probably be best to let you recover first. Ich pack einfach den Traveler wieder in die Tasche. Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. Wenn du die Story machst von ihr. Ah, What's weird? cool. You mean how you're feeling now? Ist doch auch schön. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? Ist doch nice. Those weren't hallucinations. What could they be?
Ja, keine Ahnung. Ein Baum redet mit mir. Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Ich glaube nicht, dass er falsch liegt. You mean that Tainari already knows that what Ach so, you saw was? weren't hallucinations? Warum habe ich eigentlich 2 Auswahlmöglichkeiten, weil wenn es eh die eine ist? Why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. Ja. Nach einer Nachtruhe. Ich wollte gerade. Ich bin so truhengeil, dass ich Nachtruhe gelesen habe erst. So. Warte, nee, hier will ich ja. Guck. Niep. Haben ich. Und hab ich. Hab beide. Und zwar wirklich, ich habe nicht oft gezogen. Ich habe 5, 6 Mal gezogen und die kamen gleich direkt am Anfang. Warte. Tschüpp. Verlauf. Ja, halt hier nur das trübliche Waffenblödsinn da noch. Tschüpp. Hier. 24.8. So, einmal. 2, 3, 4. Beim 5. Mal kam Koloi und beim 6. Mal kam sie. Wie er angeben will. Spyro, du kennst doch meinen Luck. Einzug Raiden. Raiden frisch raus. Einmal gezogen. Boom. Du kennst doch meinen Luck. All right, next let's see your right hand. Yes, not bad. But please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Nee. Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tainari, we're ready to head out. Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Hast du Geld ausgegeben, wie du ja gesagt hattest? Ich habe Yes, you can count on ja me. halt das einzige Geld, was ich ausgebe oder ausgegeben habe. Spyro war schon immer nur der Erlebnispass. Kale, what exactly are we going to be doing? Und den auch today? nicht immer. Tainari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, Mehr Geld habe ich noch nie ausgegeben für Genshin. ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and Und locals. Story auch angefangen. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Ja, es ist eh unter der Woche. Wir machen heute eh nur 2 Stunden. Routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Läuft ja alles nicht weg. Paimon, traveler, this way. Ich möchte eher da momentan ein bisschen meine Zeit ein bisschen anders investieren. Nee, ich hab immer nur den Erlebnispass gekauft und den bis jetzt auch nicht immer. Siehst du, aktuell habe ich ihn auch nicht gekauft und ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal überhaupt hole. Ich soll irgendwelche Lampen untersuchen, okay. Aber ich hätte gerne mal ein Wo bin ich eigentlich? Ich bin da.
Ja, okay, da hat sich das mit dem Teleportationspunkt sowieso erledigt. Guck mal, ich kann mich hier raufschießen. Und von hier aus? Ach, ich habe einen Dendroculus. Guck mal. Pass auf, wir lassen den Traveler einfach zu Hause. Dann kann keiner umfallen. Meine Katze sitzt neben mir und schläft fast ein im Stehen. Geht dahin oder ins Bett. Müssen wir darauf achten, der Kopf nickt immer wieder so kurz weg. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. No problems with this lamp. Good. The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean... Oh? Kein Kinderspiel. I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Kriegen wir hin. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Spyro, ich werde mir aber Stray nicht holen. Ja, ich habe schon viele Videos davon gesehen, aber sie interessiert sich relativ wenig. Wobei sie guckt immer mit, wenn ich YouTube-Videos gucke oder sowas. Aber nein. Ich werde mir das nicht holen. Ich habe irgendwie überhaupt keine Lust auf das Spiel. Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Außerdem haben wir noch ein paar andere. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. Katze ärgern. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. So, jetzt haben wir für 20 Sekunden unsere Ruhe. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarasthana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Why, was? Anyway, you two know Amber, right? Ja. Wait, Amber? You mean... Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. Ja. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... Man kann auch übertreiben. Sorry. Aber ja. Du bist also, bist du also Kalei. I thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on
just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Die ist im Rucksack. Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. Das könnten mehrere sein, nicht nur ich. She mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Ginger Archon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Paimon hat recht. Alright, we have a statue to clean. Notfallnahrung hat recht. Thanks. Was ist While das? you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's Denke ich mir schon die meet ganze back Zeit. here shortly. Ich fühle mich irgendwie... Warum klettern? Irgendwie... Ich weiß nicht. Beobachtet? So ein bisschen? Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata? Or you might be right. The statue does look kinda old. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top and you clean everything below. Ich glaube, da will jemand Aufmerksamkeit. Kann das sein? Dezent. Nice work. Mehr Aufmerksamkeit. Lass uns mal gucken, was wir hier kriegen. Dendrosiegel war klar. Mal wie Schlüssel. Ja gut, das war auch klar. Urgestein, okay, das ist eigentlich relativ klar. Ha? Ja, okay, ja, die Dinger kenne ich. Kann ich nur die... Okay. Gut. Das große Sammeln kommt halt noch. War da nicht irgendwo noch eins in irgendeine Richtung? Haben wir da nicht irgendwo eins gesehen noch? Irgendwo? Hat es das nicht aufgeploppt auf der Karte? War doch irgendwo eins. Ist das Gebiet jetzt eigentlich durch? Hallo ihr zwei. Ha, da, sag ich doch. Irgendwo war da eins. Lass mich mal kurz gucken. Ich will mir übrigens auch mal die Queue anschauen von dem Reisenden dann. Komm schon, Euler, so dick bist du nicht. Du passt da durch. Hat jemand Napalm? Oder eine Fackel? Aha. Nein. Schade. Okay. Story. Wir machen jetzt, würde ich sagen, wirklich so ein Stündchen Story und dann machen wir mal unseren Rest noch weiter. Oder so 1,5 Stündchen Story. Wir sind wieder da. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. Ich habe mich hochteleportiert. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Paimon. Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I
I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat Bin ich called da. pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! Ah, no! You dropped it on the ground! Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, whew. Paimon nearly had a heart attack there. Wenn es um Essen geht, ist Paimon ganz schlimm. Da kenne ich aber noch jemand. Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. Sag ich You doch. really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So, Voll gedisst. Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. I know, right? I've always wanted to pet them too. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he chose to stay here instead as a forest watcher, helping the locals every day and passing on his knowledge to trainees. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Was hast du angestellt? I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh why, is he going to die? It probably started to get under Master's skin after a while. Glaube ich. Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Ach, lass liegen, der braucht keiner. Hey! Now even Kale's starting to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some Paimonial wrath! No! Don't touch me! Kolla, was ist los? Sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. Mhm. Komisch. Das hat Kolai. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. Ich sehe es ja auch nicht mehr. Ist schon so weit weg und die rennt so schnell. Die hat hundertprozentig Red Bull, ihren Kaffee mit Red Bull aufgekocht. Mhm.
Hi. Was kann man bei dir kaufen? Wenn du eine reisende Händlerin bist? Man kriegt was. Ein Glücksklee. Das ist ein Artefakt. Grünes. Die guckt schon wieder so traurig. Traveler, you've returned. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Die guckt immer so traurig. Okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Sowas hasse ich. Warte bis zum nächsten Tag, 8 Uhr morgens. Wir warten nicht auf den nächsten Tag bis 8 Uhr morgens. Wir gehen mal in die Stadt. Ich will ein bisschen gucken. Wo können wir uns damit hinschießen? Wir müssen es nur angucken, oder wie? Und in einer gewissen Reichweite stehen. Okay. Ich will in die nächste Stadt. Ich will gucken, 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 gucken. Komm. Guck mal, Wauzis. Ganz viele Wauzis. Was ist das? Dendrogramm beschwören. Kennen wir ja. Und wie geht das? Ach, da muss ich drauf schießen. Okay. Wie Mietz sich beschwert. Mietz beschwert sich die ganze Zeit, schon immer. So. Ich habe aber keinen Bogenschützen gerade. Dann nehmen wir die gute Yelan. It's time to pull the trigger. Mhm, cool. Gibt's hier dann auch so wieder so ein Dendro-Ding? Treasure. One way to draw your target out of hiding. Warum zeigt's den jetzt nicht mehr an? Der ist bestimmt irgendwo da unten. Nee, der ist... Aber ich bin doch nach unten gegangen. Ist der über uns? Der muss irgendwo dann oben, hier oben im Baum sein. Kann das sein? Ja. Da. Ich sehe ihn. Nur wie komme ich da hin? Gucken wir mal. Also. Komme ich vielleicht von da unten aus hin? Mich hier so irgendwie raufschießen kann? Hallo? Nein? Halt dich doch fest, Yelan. Da, ein Dendrogramm für uns. Das ist bestimmt keine Kiste. Auf keinen Fall ist das eine Kiste. Einmal voll vorbeigeschossen. Beg for mercy. Keine Kiste? Okay, wie die Mucke gleich abgeht, ey. Da ist irgendwas? Da ist was? Rack and ruin. Gotcha. Und eine Quest. Darüber gehe ich natürlich auch gleich. Ich sehe es ja schon hier aus. Hilfe? Was ist denn damit? Quietly now. Warte mal, ich muss rausfinden, was das ist. Aha. Auch so ein Dendrogramm wieder? What do we have here? Guck mal.
Das ist ja offensichtlich. Da geht's wohin? Bin neugierig. Ich zerlege mal jemanden in sein Haus. Anscheinend. Ich glaube, da wohnt einer. So, wir gehen mal kurz hin. Da ist eine Quest. Da oben ist ein Teleporter. Mietz beschwert sich immer. Widerliche Pilze, bleibt mir vom Leib. Natürlich helfen wir. Gotcha. Eye for an eye. Shudder. Bitte. Hab ich gern gemacht. Bin Crox. Ich mag Stories nicht, wo nicht gequatscht wird. Wir machen weiter. Nancy, ich weiß, dass du streamst. Spam mich nicht so zu und schreib im Chat. Oder hast du dich wieder nicht angemeldet? Also wir streamen so circa bis 8 Uhr. Ist der Plan zumindest. Gucken wir mal. Es ist ja unter der Woche, da mache ich ja nicht so lange Streamchen. Nice, ist irgendwas Besonderes. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich sollte hier irgendwie mehr mit Feuer rumlaufen. Okay, wir rechnen mal kurz 1 und 1 zusammen. Achso, guck mal, das ist auch so ein Dendro-Teil. Aber ich mag Jellan mehr. Kiste. Take it easy. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Nice. Und ein Aussichtspunkt. Nehmen wir doch gleich mit. Und eine Kiste. Ich sehe sie. Mein Herz schlägt für Kisten. Noch eine Kiste. Ein Dendrogramm. Ich krieg gleich Herzinfarkt. Spiel, hör auf. Nicht so viel auf einmal. Rack and ruin. Vengeance will be mine. Wieso? Ihr habt mich angegriffen. Okay, ist eigentlich nicht wahr. Was ist das für eine Blume? Kann ich die kaputt machen? Also sie wird auf jeden Fall angegriffen. Warte mal. Truppe. Ich probiere mal was mit Feuer. Tut mir leid, Jellan. Wir nehmen Joimia mit. Das ist auch ein Bogenschütze. Wasser? Wird es erklärt? Ah, hier, Vierblattsymbol. Ströme. Vierblattsymbol für Verschreien. Sie können mit Dendrokraft in Berührung kommen. Muss ich doch den doofen Reisenden mitnehmen. Den mag doch keiner. Der kriegt in der ganzen Story nur auf die Schnauze. Was war das? Wer bist du? Elektrokraft. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Elektrokraft.
Okay, Raiden. Und jetzt brauche ich wieder Feuer. Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Das fängt ja schon gut an. So, Yoimia. Yoimi. Oh. Meins. Do we have here? Was seid ihr? Also macht Feuer ruhig mehr. Was bist du? Komm runter, du. Das war erstmal ein Erfolg. Eye for an eye. Lass mich raten mit Dendrokraft. Elektrokraft. Kriegen wir hin. Wie? Hallo? Wir brauchen diese Teile eigentlich überall in... Nur nicht dort. Welche Teile? Und wo muss ich mit Elektrokraft drauf schießen? Also ich probiere es nochmal. Nee, geht nicht. So, weißt du, was mich aber auch wundert? Warum kann ich da vorne gleich ein Boot holen? So tief ist das Wasser jetzt nicht. There is no escape. Happy to fire hazard. Rack and ruin. Nils, was machst du? Transport, okay. Ah, ja. Aber weißt du, was mich wundert? Warum kann ich da vorne ein Boot rausholen? Hier. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber hey, why not? Guck mal. Jetzt habe ich ein Boot. Ist hier so viel Wasser? Nee, auch nicht wirklich. Nichts sonderlich Auffälliges. So, ist der irgendwo hier in der Luft oder der wird doch... Einfach, warum nicht? Außerdem habe ich das Ding gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, holst das Schwert mal raus. Job, der Kreis war so schön voll. Lass mich raten, direkt unter der Brücke. Was bist du? More speed. Verbuggt. Oder doch nicht. Okay. Das sieht schon aus wie so ein Sprungbrett. Jo, gehen wir mal weiter. Da. Da ist auch was an der Wand. Gucken wir uns mal kurz den Teleportationspunkt. Der ist irgendwo da. Na, doch nicht da oben. Guck mal, wie sich das Kind gefreut hat, dass ich den Teleportationspunkt freigeschalten habe. So. Hallo. Hallo. Warum gibt es hier eigentlich so viele Teleporter?
Egal, wir können tatsächlich mit der Story weitermachen. Also machen wir auch mit der Story weiter. Sie wohnt da unten. Okay. Mit Krallen rein. Du darfst auf meinen Schoß dich legen, kein Thema, aber pack die Krallen rein. Bitte. Außerdem hängst du gerade in meinem Oberschenkel fest. Ja, ja, ich merk's. Hör auf zu miauzen. Time to scout. Das zieht ein bisschen, weißt du? Ah, it's Ow. you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari, what are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No, no need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. Ich muss mal kurz ein Gespräch führen. Mau. Mau, mau. Mau, 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 mau. Mau. Mau? Mau. Och, du nervst. Oh. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. So. Wo? Wo ist er hin? Herausforderung. Ah, ich hasse Zeitherausforderungen. Wie mein Auge die ganze Zeit die Karte durchsucht. Ah. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Was? Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Linkisch? Correct. Komisches That would Wort be the effects of dafür. Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. Ist diese Krankheit With heilbar? appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members nein. lied and said they had a cure. What? The Fatui? Ah,
It appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Können wir auch mitkommen? Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. Kein Problem, der ist eh nicht dabei. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Kriegen wir hin. Hey, Tainari? Where exactly are we going to find this plant? Da vorne ist ein Seeli. Ich schick mal gerade, ich habe Osmo gerade mal ein bisschen losgeschickt, dass so ein bisschen die Bude raussaugen. So. Oh. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. Ich gehe erstmal hier unten rum. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. Nicht fliegen. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Die Pilze kennen wir ja schon. So, irgendwo soll hier eine Blume sein. Blümchen! Blümchen! Ah, die. Ich sehe sie schon. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you Machen wir. can manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Kriegen wir hin. Wunderbar. Hab sie schon gesehen, aber ich habe gehört, wir... Mama, da können wir so stehen. Da brauchen wir nicht. Nein, doch nicht. Ich wollte jetzt mit... Egal. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Ja, wieso? Hier ist noch eine. Nehme ich mit. Einfach aus Prinzip. So, 2. Einfach aus Prinzip. We found the lotuses you requested.
Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! Irgendwas ist passiert. Bestimmt. Irgendwas ist los. Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Irgendwas ist passiert. Irgendwas Schreckliches. Nein. Was geht, Amir? Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. Eine Verwelkung. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any Guckt schon wieder so closer. traurig. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. Ja und? Ich helfe einfach. Ich hau drauf. It not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. Ich habe That's Elementarkräfte. right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Ich kann auch Elementarkräfte You einsetzen. don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. Die sind zwar alle schrecklich, die Fähigkeiten, aber In that case, all right, you two may accompany me. ich kann Steine werfen. Dann wird Stürmer erzeugen und die Gegner wegpusten. How to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today. So, gehen wir mal hin. Also, die Verwelkung ist ja echt sehr nah. Oh. Ihr müsst mal eure Pflanzen mehr gießen oder habt ihr sie zu viel gegossen? Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. Waldbrand. Is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Ich komm Thank mit. you. But I must warn you, don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Kriegen wir hin. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. Ach, ach, Quatsch. Schaut doch hübsch da hinten aus. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Beg for mercy.
Aber wie? Ah, guck mal. Mats meets. Ich habe doch die Dendrokraft. Wie kann ich die jetzt zerstören? Ich habe so ein Dendro-Teil. Guck hier. Ah, muss ich erst hier drauf gehen, oder was? Okay, nice. Beg for mercy. Crush. Mhm. Und da drüben, hier oben ist noch eins. Ah, und das ist so ein Ding, was ihr da gemeint habt, so eine Kerze. Wo das weggeht. Rack and ruin. Okay, ich habe keine Dendrokraft mehr, aber ich mache erstmal... Ja, doch, hier. I condemn you. Ach, ich mag keine fliegenden Gegner. Geh kaputt. Ich mag sie nicht. Geh kaputt. Ah, das funktioniert also grundsätzlich mit heftigen Schlägen, ha? Also brauchst du hier trotzdem viele Bogenschützen. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. To the core. Now, destroy the tumors of the withering. Bam. Weg. We did it! Everything's returning to... Yes, thanks to you two. We were able... Ups, ich skippe gerade wieder Story aus Versehen. Make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? Well, why is that? I'm still not sure of the exact Ich glaube, reason. es hängt zusammen. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? Ich glaube schon mal. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. You can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. Ist krank? That's right.
My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Ermin's soul. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Kriegen wir hin. So, tatsächlich würde ich jetzt... Also da gibt es bestimmt gibt es hier mehr solche Dinger. Würde ich jetzt, pass auf. Mal sagen, genug Story für erst einmal. Und wir widmen uns einmal das Weitermachen. Ja, gut. Die Gefahr der Verwelkung, da kommt ein Boss raus. Unserem Harz. So, da wollte ich jetzt eigentlich ja hier hin. Nee, Quatsch. Wollte ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Und zwar brauchen wir... Guck mal, das packen wir jetzt erstmal nach oben. Das machen wir wieder sonntags. Weil das Horn wird bestimmt heute nicht da sein, oder? Yep. Und dann machen wir das wieder Sonntag. Da können wir auch schön entspannt auffüllen. Ich glaube, das brauchen wir an sich ein paar Mal öfter. Ha? Oh, ich habe kaum noch Material. Ich sollte mal ein paar Sachen machen. Mal zum Schmied flitzen. Ich habe ja den... Raiden. Psst. Mal zum Schmied flitzen. Ich glaube, wir haben auch noch nicht gekocht. Ich war die Woche noch kaum in Genshin drin. Also gar nicht eigentlich. Weil ich wusste ja, der Erlebnispass wird resettet. Der alte war voll auf 50. Also. Lass uns mal so ein bisschen die Klassik-Dinger machen. So, jetzt noch so das halbe Stündchen circa. So, wir gehen hin mit Raiden, die natürlich kochen kann. Ich mag das Ding, weil das Ding echt ganz cool ist mit Sachen Ausdauer. Ja, komm, 10 Mal. Und... Keine Ahnung, hat jemand Bock auf ein Steak? Achso, Spyro, weil du gesagt hast, endlich Fleisch. Ich habe so viel Fleisch. Warum hast du so wenig Fleisch? Das wollte ich vorhin eigentlich sagen. Wie siehst du ja, wir haben 300 noch ein bisschen was Fleisch. Also ich habe an sich ressourcentechnisch eigentlich immer mehr als genug. Ich muss wirklich nur umwandeln immer. So, ich weiß, wir brauchen eigentlich ein Feuerteam, oder? Wir haben ja so ein paar zum Hochziehen eigentlich. Hey Wagner, was geht, mein Freund? Kannst du mir was schmieden? Beziehungsweise ich kann ja was abholen bei dir, ha? So, So, und direkt dann wieder den Schmied vollschmeißen. Jetzt haben wir mal wieder endlich ein bisschen Zeug, wo wir unser Erz verjagen können. Dendro. Mal gucken, ob die Fähigkeit und die Q von ihm was bringt. Schauen wir mal. Was haben wir noch? Haben wir noch Bücher? Ein paar. Ja gut, das wird sich erledigen. Auch das mit den Artefakten werden kommen. Dann schauen wir in den Charakter rein. In die Charakter, die wir hochziehen wollen. Da sind wir hier. Wir wollen Razor hochziehen, Rosaria hochziehen, Heizung hochziehen und Keckwin hochziehen. So, was brauchen wir für dich? Elektro. Und Wolfshaken. Was brauchen wir für dich? Eis, okay. Du bist momentan mal nicht so wichtig, aber tatsächlich würde ich als erstes Keckwin hochziehen. Mit. So. Ein paar Bücher haben wir, das sind aber auch nicht so viele. Wir bleiben erstmal bei Rosaria und Razor. So, und für die beiden würde ich mal kurz, pass auf, Truppe wechseln auf ein komplettes Feuerteam. Und die gute Babsi nehme ich einfach mal wieder mit. So, dann hauen wir mal hier direkt auf die Elektrohypostase. Direkt mal drauf. Jetzt machen wir einfach die zwei Hypostasen so, die Hypostase und den Eiswurm. Mal bis unser Harz so ein bisschen verjagt ist. Das geht ja relativ schnell. So. Komm her, Hüppi. Komm her, Hüppi. Nice and spaced. Motion to compel. Ich glaube, wird kein Gubber werden. Ah, doch.
Was macht er das Ding? Komm runter, komm. Du. Gehst du schon in die Mitte? Ach, du machst nochmal. Aua. So, jetzt gehst du aber. Du. Zack, zack, zack. Na komm. Danke. Haben wir den. In der Zeit, wo die respawnen, würde ich tatsächlich einfach noch mal kurz ein paar Wolfshaken sammeln. Die beiden. Weil wir sind ja relativ schnell da immer ganz durch. So. Also ich habe jetzt halt nicht vor, das neue Gebiet so ähnlich wie hieß es? Enkonomia im harten Speedrun durchzumachen. Also Enkonomia haben wir ja wirklich innerhalb von, ich glaube, einen Tag auf 80 gezogen gehabt, wo ich dann mal Lust zu hatte. Und dann, und dann ja noch schneller komplett fertig gezogen. Also ich glaube einen Tag oder sowas, ein paar Stunden, ich weiß es gar nicht. Also nicht ruckzuck. Ruckzuck. Tschüpp. Bupp. Doch, ein Tag. Ein Tag auf 98 oder so war es. Und dann am nächsten Tag die letzten 2% gesucht. Wolfshaken. Ja, warte, die sind hier oben. Dann gehen wir jetzt hierher und fliegen rüber. Dann fliegen wir hier rüber. Tschüpp. Und gucken einfach mal. Da geht es nämlich von hier aus schöner, als den ganzen Berg darauf zu rennen. So. Gucken wir mal. Och, Mist. Ihr seid gut. Ich habe nur Feuer dabei. Feuergegner! Ihr seid gut, ha? Ich muss mal kurz gucken, was Osmo macht. Der klingt komisch. Der klingt komisch. Als ob der sich schon wieder im Kreis fährt und weil er doof ist. Auch so ein Ding, was ich mir nie wieder kaufen werde. Er ist immer noch beschäftigt im Wohnzimmer Teil 1 seit einer halben Stunde. Ja, Teil. Gar geil. Wolfshaken, Wolfshaken, Wolfshaken. Da haben wir ein paar. Chip, 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 chip. Chip, chip. Warum habe ich die nur so wenig? Hinten noch. Tschüpp. Haben wir noch ein paar? Ich glaube, jetzt müssten es schon fast alle gewesen sein, weil hier ist nur noch. Ja, doch. Da liegt noch einer rum. Ich glaube, jetzt haben wir nicht eigentlich schon alle wieder. Viele gibt es nicht, echt nicht, leider. Aber es reicht. Wenn ich dran denke. Die zu machen. Ich glaube, müsste wieder da sein. So. Chip, chip. Hoffentlich ist sie schon respawned. Können nämlich schnell nicht respawn sein. Wir waren relativ zügig gerade unterwegs. Zup. Ja, nee, ist schon da. Bup. Ich glaube lang noch nicht.
Ich will trotzdem Xeangling noch auf eine Vollkrone, glaube ich, als nächstes, dass ich mal richtig schön fett Feuer-Damage machen hätte. Das reicht vollkommen. Für einen neuen Gupper. Du, 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 du. Zack. Haben wir den auch. Eisblümchen. Deswegen sage ich, das geht ruckzuck mit denen. Ich bin immer ein bisschen zu schnell bei denen leider. Und dann stehe ich da. So, flop. Gehen wir runter. Und das Eisblümchen ist noch nicht da. Ja. Wir laufen mal zu Catherine und holen uns mal die Erkundungsbelohnungen ab. Huh? Machen wir mal das mal kurz. So. Auf die Dailies habe ich keine Lust gerade. Muss ich ehrlich sagen. Aber die Frage ist auch, kann ich die Dailies jetzt eigentlich mal so rein theoretisch? Nein, ich kann sie nicht in das neue Gebiet ziehen. Schade. Und auf Daily sind Almas Inazuma. Ja komm, machen wir dann gleich. Doch, Sumeru, guck mal. Ja gut, wir haben noch nicht viel aufgedeckt. Würde es sogar tatsächlich dann bald mal Sinn machen, hier welche rumzuschicken. Also ich schicke die hier auf das Erz weiterhin, weil Erz ist Erz. Lass ich mal sie hier weg und sie hier weg. Was kann man denn in Sumeru? Komm, wir schicken mal 2 hier hin. Da ist das neue Zeug da gleich dabei. So. Bam. Die täglich Erz. Machen wir die Missionen? Machen wir die Dailies? Machen wir die Dailies? Ich bin so faul. Ja, machen wir dann. Das ist wieder das gratis Harz. Komm, machen wir. Die machen wir noch. So immer so hin und her gerissen. Mache ich die Dailies, mache ich sie nicht. Bin auch immer so faul. Vor allem in Genshin mittlerweile geworden. Bam. So, zack. Damit haben wir unser tägliches Harz verbraucht. Haben wir auch direkt gemacht. Tschüpp. Erlebnispass Stufe 2. Mietz, du nervst. Wirklich, du nervst. Holen wir uns direkt ab. Ja, komm, Dailies. Inazuma. Zack. Zack. Oh, Arkon, erhöre mich. Der schaut gerade Netflix. Der hört dich nicht. Dann wechsle ich aber mein Team wieder. Truppe. Let's go get ourselves some answers. Da. Der Kleine. Der Schauter. Lackwaren. Ja, why not? Komm, kriegst du. So, ich komme mit. Ich weiß zwar nicht, wohin ich mitkommen soll, aber ich komme mit. Stopp, wo soll ich hin? Ups. So, automatisch der Markierung hinterherlaufen. Oh, wollte ich gerade einfach mal machen. Hui, bin vorbeigelaufen. Du nervst, Mates. Geh mal bitte weg. Genau, setz dich da hin.
Zurück zum Schrein. Ich hasse Laufquests. So. Dreifarbige Klößchen? Ja, Raiden mag dreifarbige Klößchen. Die mag sie wirklich. Wir kennen ja die gute Ei. Haben sie auch gerade dabei. Ja. Danke, Schauter. War nett von dir. Ich zeig dir mal mein Schwert. Keine Angst. Mehr Klößchen. So, wo ist die nächste Daily? Die ist hier. Volle Kraft voraus. Wenn du so manche Daily-Titelchen so hörst und so direkt dir denkst, nein. Hilfe? Wo muss ich eigentlich hin? Mal so, ernsthaft. Wird schon irgendwo passen. Ich sehe nicht mein Ziel nicht. Nein, das war blöd. Komm, 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 komm. Nein, ich krieg die Höhe nicht mehr. Wo muss ich eigentlich hin? Ernsthaft, wo muss ich hin? Ich glaube, ich habe mich verflogen. Wo musste ich hin? Ja, Herausforderung gescheitert. Ja, ja, ja. Ich muss die mal aktiv setzen, dann sehe ich es auch. Ich glaube, war das nicht irgendwo da drüben hin? Ich habe die Markierung nämlich nicht gesehen. Ja, doch, hier drüben. Irgendwo. Zeig ich doch. Flop. Na, daneben. So. Wo haben wir die nächste Daily? Habe ich irgendwo eine gesehen? Ist hier irgendwo eine... Oh. Mal nicht bei der Miezekatze. Hier ist noch eine. Oh, ich habe die vierte noch gar nicht gesehen. Also, die versteckt sich. Die versteckt sich. So. So, Harz haben wir eh gerade momentan keins mehr. Ich glaube, ich habe auch kein angereichertes. Was aber auch nicht schlimm ist, oder? Ups. War ich zu langsam? Habe ich angereichertes Harz? Nö, aber den kann ich gleich mal aktivieren. Ja, kein angereichertes Harz. Chip. Die donnernde Wildnis. Schließe den Elektronebel. Wo ist denn der Elektronebel? Ah, hier unten brauche ich Luft. Och, Jelon. Muss ich dich wieder austauschen, aber ich hab dich doch so gern. Och, Mano. Das nervt immer. My experiment. Rack and ruin. Komm, geh kaputt. Na komm schon. Geht doch. So. Ja, dann haben wir hier oben noch einen Elektronebel. Stand clear.
Und da drüben. Dann haben wir das auch gleich fertig. Da muss ich mal die letzte Daily suchen, wo die war. Oder wo die ist. So, wo ist die letzte Daily? Ich könnte es mir natürlich auch... Ah, guck mal hier. Ah, weiß ich schon. Ah, weiß ich doch schon. Lass mich raten, wir müssen was klauen. Von dem bösen, bösen Lager. Erlange 2 Vorräte. Ja, sag ich doch. Guck mal, ein Boss. Ich habe alle Totenköpfe drauf. Also halt nicht ein Boss, aber... Den. Na, was geht? Shut up. Eye for an eye. Komm, wir heilen sie tot. Meine Heilerin macht kaputt. Aua. Ich sehe dich nicht. Ich komme mal hoch zu dir, okay? Tschüpp. So, wir müssen was klauen. Wo mussten wir denn da noch was klauen? Ich habe so selten die Aufträge von Inazuma gemacht, weißt du? Das ist schon so ewig her. Ah, da oben. More speed. Und jetzt einmal davor. More speed. More speed. Wollen wir da hinten mal wieder killen? Der hat eine große Leiste. Komm, wir töten den mal. Inazuma shines eternal. Hey, ich hätte noch ein bisschen übrig von der Q. So, bam, haben wir das auch. Jetzt gehen wir noch zu Catherine. Ich habe zwar gesagt, machen wir bis 8, aber komm. Wir machen jetzt dann kommt Schluss. So. Gucken wir mal. Add Astro. Thank you for Meins. Nice. Zack. Ja. Wir haben eh beide. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch drauf ziehen will tatsächlich. Wir holen uns noch die Errungenschaften ab. So. Tschüpp. Und wir gehen raus für heute, würde ich mal behaupten.